Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Jonas Deichmann. Für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, er ist so ziemlich der krasseste Extremsportler und Abenteurer, den ich kenne. Er hat zuletzt ein Buch auch rausgebracht mit dem Titel Weil ich es kann. Und dieses Buch geht diesmal über seine Geschichte, über sein Abenteuer, wie er es geschafft hat, 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen zu absolvieren. Um das mal so ein Stück weit noch mehr in Zahlen zu gießen, das bedeutet quasi 120 mal 3,8 Kilometer Schwimmen, 120 mal 180 Kilometer Radfahren und 120 mal 4,2 Kilometer laufen jeden Tag. Also für mich im Grunde unvorstellbar, wie das auch nur noch im Ansatz möglich ist. Er hat aber auch weitere Bücher über weitere Abenteuer geschrieben, auch die will ich mal nennen, weil ich die sehr beachtlich finde. Er hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Das Limit bin nur ich, wie ich als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete. Und auch dort hat er zum Beispiel, ist er durch die Adria geschwommen. Insgesamt ging das Ganze 14 Monate lang. Er ist im Grunde teils durch völlige Dunkelheit 20.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren von Dubrovnik in Kroatien bis nach Vladivostok. Er ist Mexiko durchlaufen in 120 Marathon. Und noch ein weiteres Buch hat er, auch das möchte ich nennen, weil ich es auch krass finde. Es heißt Crossing America und er ist quasi von New York nach LA mit dem Fahrrad gefahren und zurück hat er sich entschieden zu laufen. Und also ziemlich beachtliche Geschichte und heute möchte ich mal diesen Erfolg mit ihm durchleuchten und sage herzlich willkommen, Jonas Deichmann. Ja, danke dir. Guten Morgen. Freut mich sehr, ein Gast zu sein heute. Jonas, also als ich dich beobachtet habe, auch bei Netflix, da ist ja deine Welt, dein Triathlon um die Welt quasi, hat man dir gefolgt. Und da ist mir aufgefallen, dass du bei all dem enorm positiv bist. Also wenn ich irgendwie in Sibirien auf diesem Fahrrad gewesen wäre, ja, und es war ja teils, ich würde fast sagen, lebensgefährlich, ja, da in diesen minus 20 Grad total bitteres Wetter und du fährst da irgendwie auf so einer Landstraße und die fetten LKWs rauschen da an dir vorbei und du hast Schmerzen und aber du strahlst eine Positivität aus. Also woher kommt das denn? Vor allem Leidenschaft. Ich mache ja genau das, was ich machen möchte im Leben. Und da gehören harte Momente genauso dazu, aber ich sehe das jeden Tag als großes Privileg, so Projekte zu machen. Und ja, ich bin bedingungsloser Optimist. Also ich glaube auch felsenfest daran, das wird schon. Und das ist ja was einen der Extremsport auch lehrt. Das auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt. Das heißt, wer einen Ultramarathon läuft, es kann sein, dass man bei Kilometer 40 tut alles weh und man ist müde und fertig. Und bei Kilometer 60 läuft's wieder. Einfach so. Das passiert. Und die große Kunst ist jetzt daran zu glauben, dass das heute auch so ein Tag ist. Und immer davon auszugehen, ich habe jetzt meine ersten Ironmans hintereinander gemacht und mir tut alles weh, aber ja, morgen passt sich der Körper an, morgen wird's besser. Und das tut er auch meistens. Das finde ich, das habe ich auch in einem Buch gelesen, das finde ich eine ziemlich geile Einstellung auch fürs Leben. Quasi nur weil es heute scheiße läuft, heißt es ja noch lange nicht, dass morgen genauso ist. Und ich glaube, unser Gehirn macht aber immer genau diesen Fehler grundsätzlich. Wir ziehen im Grunde immer so eine Gerade durch. Also nehmen wir mal den Aktienmarkt, ja, wenn die Börse jetzt die ganze Zeit steigt, dann denkt unser Gehirn, geil, das geht jetzt für immer so. Und gleichzeitig ja auch, wenn die Börse irgendwie einen Crash hat und die geht 40% nach unten oder 30% nach unten, dann müssten wir jetzt eigentlich denken, jetzt erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann auch mal wieder hochgeht. Aber unser Gehirn tickt halt im Grunde nicht so. Wie schaffst du es im Grunde? Wahrscheinlich ist das ja sogar ein psychologischer Effekt, dass unser Gehirn das immer tut, diese Linien weiterzuziehen.
Warum ist es bei dir anders? Also ich habe es mir in meinem Leben nicht einfach gemacht. Das heißt, ich bin mein ganzes Leben lang auf Herausforderungen zugelaufen und das ist, wo man mentale Stärke entwickelt. Also mentale Stärke hat doch keiner auf dem Sofa entwickelt, sondern mentale Stärke entwickelt man, indem man sich Herausforderungen sucht, in diese Rückschläge, die Tiefpunkte und man lernt, es geht weiter, daran wächst man ja. Und ich habe es mein ganzes Leben lang gemacht. Ich komme vom Leistungssport, bin von klein auf auch in vielen fremden Ländern gewesen, habe Expeditionen gemacht. Ich habe Dinge im Leben gemacht, die mich sehr, sehr oft in sehr, sehr schwierige Situationen gebracht haben. Und das ist, wo ich mich weiterentwickelt habe, wo ich auch mentale Stärke und auch einfach diesen bedingungslosen Optimismus gelernt habe. Was würdest du als den schwierigsten Moment deines Lebens bezeichnen? Schwierig, also ich habe nicht einen Moment. Also es gibt ja viele Leute, die hatten einen Moment, sei es jetzt ein Alkoholproblem oder irgendeine Krise und haben daraufhin ihr Leben umgestellt. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe von klein auf sowas gemacht, was ich heute mache. Ich habe auch eine Familie, die sind alle Optimisten und die haben immer gesagt, Jonas, mach einfach. Und bei mir also ich laufe von nichts weg, sondern ich mache einfach das, was ich machen möchte und habe den Mut, es zu tun. Und schwierige Momente für mich waren definitiv, also bei dem Triathlon einmal rund um die Welt. Ich habe es ja auch während der Pandemie gemacht und bin plötzlich in der Türkei angekommen und die Grenzen waren zu und es sah auf den ersten Blick auch so aus, als ob die Reise jetzt zu Ende ist. Wenn die Grenzen zu sind, dann sind sie zu. Ich habe es aber nicht wahrhaben wollen, habe dann 7 Wochen lang so ziemlich jeden angerufen und kontaktiert, der irgendwas mit Russland zu tun hatte. Also es war noch vor dem Krieg, muss ich dazu sagen. Und habe dann am Ende ein Sondervisum bekommen und bin eingereist. Bin dann aber halt nicht eine schöne, warme Südroute auf dem Fahrrad wie geplant, sondern Winter durch Sibirien geradelt. Aber es ging weiter. Das war definitiv eine Riesenherausforderung. Oder bei meinem letzten Projekt mit den 120 Ironmans in 120 Tagen, die Belastung und auch wenn dann Wehwehchen kommen, irgendwie eine Knieentzündung oder ein Hexenschuss oder so Sachen, ein Infekt und es gibt keinen Puffer, es ist trotzdem eine Ironman-Distanz jeden Tag. Das sind natürlich wahnsinnige Herausforderungen. Genauso aber auch als Unternehmer. Ich habe mich ja 2017 selbstständig gemacht, habe vorher International Business studiert im Ausland und dann im Softwarevertrieb in München gearbeitet. Und habe dann den Softwarevertrieb verlassen, was ja doch ein recht gut bezahlter und sicherer Job ist, um Profi-Abenteurer zu werden. Und ich meine, mittlerweile lebe ich da sehr, sehr gut davon, von Sponsoren, mehrere Spiegel-Bestseller, halt viele Vorträge bei Firmen. Aber da bin ich einer von ganz, ganz wenigen weltweit, die das geschafft haben. Also die Karriereaussichten für einen Abenteurer sind jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so gut. Und das war natürlich eine schwierige Zeit am Anfang, da auch ein Business aus meiner Leidenschaft zu machen. Aber ich habe da nie irgendwie Zweifel gehabt, sondern ich probiere es jetzt einfach. Ich glaube, das ist ja etwas, wonach ganz viele auf der Suche sind, zu tun, was sie lieben, was sie wirklich lieben. Ne? Also so die wahre Erfüllung zu finden, das ist aus meiner Sicht ein Teil des wirklichen Erfolges. Und spannend finde ich, wie du es gerade beschrieben hast, du scheinst ja erkannt zu haben, was du wirklich liebst, aber gleichzeitig, wenn man auf diesen Markt dann guckt, also die sich die Frage stellt, okay, ich verstehe jetzt, was ich liebe, aber kann ich damit auch Geld verdienen? Kann ich damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen? Da war ja tendenziell schon eher die Antwort Nein drauf, ja, oder wie viele gibt es da überhaupt, die in diese Situation kommen, die du jetzt hast, damit wirkliches Geld zu verdienen? Also die Antwort war nicht Nein, damit kann man kein Geld verdienen. Die Antwort war eher, also wenn ich jetzt den Tag, wo ich mich selbstständig gemacht habe, überlegt habe, okay, was ist denn das realistische Szenario? Dann muss ich ganz klar sagen, naja, ich werde, wenn es gut läuft, halb so viel verdienen wie vorher. Das ist aber auch okay, weil dann bin ich komplett flexibel, ich bin ortsunabhängig, das heißt, man kann Kosten runterfahren, man ist nicht mehr an Ferienzeiten gebunden, man ist nicht in eine teure Stadt gebunden, also auch Einkommen
ist ja immer was Relatives. Also ein Einkommen mit festem Job in einer großen, teuren Stadt und Verpflichtungen, das tut ja auch den Lebensstandard oder die Lebenskosten massiv in die Höhe treiben. Das heißt, man kann auch mit deutlich weniger ein besseres Leben haben. Das größte Risiko war aber für mich, es nicht zu machen, muss ich ganz klar sagen. Denn, naja, ich habe mir auch gedacht, ich kann es jetzt probieren, auch wenn ich jetzt so gar keinen Erfolg habe damit. Dann ich bin ja gut ausgebildet, kann ein paar Sprachen, ich habe Arbeitserfahrung, einen Weltrekord, also da wird mich irgendeiner schon wieder nehmen. Dann fehlt mir halt diese eine Karrierebeförderung, aber dass ich jetzt existenziell Probleme haben bekomme, kann ja nicht sein. Also ich werde dann Softwarevertrieb einen neuen Job finden, wenn das nötig ist. Das größte Risiko für mich war, diesen großen Traum zu haben und irgendwann zu alt sein und sagen, du hast es einfach nicht probiert. Also war für mich vollkommen klar, das müssen wir machen. Mhm. Und dann hast du vorhin, jetzt fand ich interessant und das ist mir auch schon im Buch aufgefallen, dass du von kleinen Wehwehchen gesprochen hast, die auf dem Weg so ab und zu auftreten, ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Sprache, wie wir mit uns selbst auch sprechen, einen hohen Einfluss hat auf unser Denken am Ende und damit auf unser Tun. Wie siehst du das und wie sprichst du mit dir selbst? Definitiv. Also die Sprache ist unglaublich wichtig, weil auch das ist Optimismus. Und man denkt da als allererstes natürlich immer die Sprache anderen gegenüber. Die muss natürlich auch positiv sein, aber das wichtigste Gespräch ist mit uns selbst. Und das muss einfach positiv sein. Da hat ein Konjunktiv überhaupt nichts verloren. Wenn ich ein schwieriges Projekt mache, wenn ich eine Weltumrundung mache, dann denke ich mir, ja, das mache ich jetzt und dann klappt alles, in einem Jahr bin ich wieder hier. Und jetzt stell dir mal vor, Vertrieb, habe ich vorher gearbeitet. Man geht zum Kunden und wenn es dann zur Frage nach dem Preis und so weiter geht, dann sagt man irgendwie so, ja, lieber Kunde, also ich glaube, das ist was für Sie. Was kommt denn da an bei dem Kunden? Es hat sogar Vertriebler Zweifel. Nee, das ist das beste Produkt, der wird jetzt kaufen und so schaut's aus. Und das ist auch nicht überheblich, sondern das ist einfach Selbstbewusstsein und das muss man auch ausdrücken. Und die Sprache, ich habe jetzt bei meinem letzten großen Projekt 120 Ironmans, Distanzen in 120 Tagen, das war ja auch ein riesen Community-Event. Da waren ja Tausende von Leuten, die dann selber mitgemacht haben. Und ein paar tausend Leute sind mit mir den ersten Marathon gelaufen, ein paar hundert haben eine Langdistanz mitgemacht. Und ich habe immer gesagt, ja, jetzt noch ein Läufchen zum Ende, wenn wir dann den Marathon noch gelaufen sind. Und es gibt immer den einen oder anderen, der dann meint irgendwie, naja, es ist ja kein Läufchen, es ist ja ein Marathon, aber der hat dann das Prinzip nicht verstanden. Das war für 95% der Leute haben das so gefeiert, sind Leute aufgetaucht mit einem T-Shirt, wo drauf stand, jetzt noch ein Läufchen. Und ganz viele Leute sind einfach einen Marathon gelaufen. Und weil ein Läufchen ist, also in meinem Kontext waren das genauso 42 Kilometer, aber es fühlt sich nicht so lang an. Also das ist so, wenn ich gerade 3,8 geschwommen bin, dann 180 geradelt, bin schon so ein bisschen müde und dann sage ich, ja, jetzt machen wir noch einen Marathon. Ist geil. Ist so motivationstechnisch nicht so ideal, aber jetzt mache ich noch ein Läufchen. Ja, ein Läufchen. Läufchen geht immer. Ja, also stärkst du quasi positive Dinge durch deine Sprache, um sie sozusagen zu übertreiben und negative Dinge, wobei wahrscheinlich auch ein Marathon für dich ja gar nichts Negatives ist, aber vielleicht am Ende die Distanz, wenn du schon körperliche Schmerzen hast, ja doch irgendwie dann in dem Moment etwas negativ. Also schwächst du sie dann jedes Mal so bewusst ab? Definitiv. Also ich bin jetzt nicht naiv, ich gehe sehr realistisch an die Sachen an. Ich mache auch Szenarioplanung, aber ich tendiere immer zum besten Szenario. Nutze eben eine Sprache, ja, das schaffen wir jetzt. Und ich habe ja auch alle meine Projekte bisher geschafft. Also es ist dieser bedingungslose Glaube daran. Ja, Herausforderungen werden kommen. Ich weiß noch nicht welche, aber die kommen hundertprozentig.
aber da gehen wir dann nicht um, das schaffen wir und dann geht es weiter und Ziel wird erreicht. Und genau so muss der Mindset sein, sonst schafft man nie im Leben solche Projekte, wie ich sie gemacht habe. Thema neues Jahr, neue Ziele. Wie gehst du vor, wenn du dir Ziele aufstellst? Was ist groß genug und was ist zu groß? Also ich habe natürlich auch immer kleinere Projekte für zwischendurch. Bei den großen Projekten, also so mein Jahresprojekt, wie der Triathlon um die Welt oder die 120 Tagen. Das ist, die Idee dazu bekomme ich immer während des vorherigen Projekts. Die bekomme ich immer, wenn ich irgendwo Sport in der Natur mache, lange Zeit unterwegs bin. Das ist so, wenn man monatelang am Stück rennt, da hat man viel Zeit zum Nachdenken, kommt mit neuen dummen Ideen zurück, was man als nächstes tun könnte. Und ich stelle mir als allererstes immer die Frage, also als allererstes rufe ich meinen Vater an und wir besprechen das zusammen. Er ist auch Optimist, also er würde nie eine Idee, sei sie noch so verrückt, von Grund auf ausschließen, sondern wir tun sie dann kritisch hinterfragen. Die erste Frage ist immer, willst du das wirklich? Also ist es die große Leidenschaft, brenne ich dafür? Denn das ist was, natürlich ist es auch mein Business, natürlich lebe ich auch davon, aber langfristig bin ich davon erfolgreich, wenn ich das tue, auf was ich wirklich Bock habe. Weil das ist authentisch und so behalte ich meine Motivation und das ist ja auch, was Leute inspiriert. Also ich mache nie ein Projekt, nur weil man damit viel Geld verdienen kann, sondern die erste Frage ist immer, ist es deine Leidenschaft? Hast du da Lust drauf? Die zweite Frage ist natürlich, ist es machbar? Und da geht es nicht darum, ob das jetzt man alles kontrollieren kann. Es geht immer um diese Grundfrage, ist es überhaupt machbar? Und da geht es natürlich Sachen wie, also ich hatte mal ein Projekt im Kopf, das hätte unter anderem, also es war ein sehr, sehr großes Projekt, aber es hätte auch eine Überquerung der Beringstraße auf Langlaufskiern involviert. Die Beringstraße ist aber mit dem Klimawandel jetzt nicht mehr so komplett zugefroren, also es ist eher so von Eisschorle zu Eisschorle hüpfen und dann kommt man jetzt in russischem Militärsperrgebiet auf der anderen Seite an. Da muss ich sagen, das habe ich in dem Moment, wo der Ukraine-Krieg angefangen hat, natürlich auf Eis gelegt, das Projekt. Das sind so Sachen, da muss man dann auch realistisch gesehen, da ist dann die Chance, dass man da irgendwie durchkommt, halt dann doch unter 1%. Und sowas mache ich natürlich nicht. Aber prinzipiell machbar. Und dann die Frage, ist es einzigartig? Und das ist was, wenn wir jetzt auch über den Erfolg von so Projekten auch in Sachen Vermarktung, Begeisterung sprechen. Mit meinem letzten Projekt hatte ich eine Reichweite von einer halben Milliarde mit Medien und Social Media. Also es ist das erfolgreichste Individualsportprojekt weltweit seit langer Zeit. Und das liegt an der Einzigartigkeit. Also die Frage ist immer, ist es einzigartig? Ich mache nicht ein Projekt, was schon vor mir 10 andere gemacht haben. Ich mache etwas, was einzigartig ist. Was hast du denn jetzt für ein Jahresprojekt? Also dieses Jahr ist für mich so ein bisschen ein Zwischenjahr, weil einfach, ich habe ja erst im September meine 120 Ironman-Distanzen beendet und jetzt mein Buch gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste, weil ich es kann. Jetzt kommt ein Kinofilm dazu raus. Ich habe ziemlich viele so Motivationsvorträge bei Unternehmen. Das gehört natürlich auch dazu. Das nehme ich natürlich mit. Und da kann ich jetzt dieses Jahr nicht auf ein ganz großes Abenteuer gehen, wo ich ein paar Monate weg bin. Und auch wenn es mir körperlich gut geht, möchte ich natürlich trotzdem meinen Körper jetzt ein bisschen noch regenerieren dieses Jahr. Daher habe ich das Jahr der Mikroabenteuer. Und das bedeutet, ich mache einmal monatlich eine Ironman-Distanz. Und zwar nenne ich das Langdistanz mit Freunden. Also es ist jetzt kein offizielles Rennen, sondern es ist ein Community-Event. Ich schwimme 3,8 Kilometer, Radl 180 und laufe 42. Und wer möchte, macht mit. Haben wir die erste Edition jetzt schon in Mitte Januar in München gehabt. Waren über 400 Leute dabei, war richtig cool. Macht sonst auch keiner Marathon und Langdistanz im Januar. Und da mache ich jetzt jeden Monat ein. Und das nächste, was ich dann noch mache, ist auch einmal monatlich. Ich habe jetzt meinen eigenen Podcast, Deichmann und Edelsepp, wo ich mit einem Freund gemeinsam und wir stellen uns gegenseitig monatlich eine Challenge. Und er hat jetzt gerade im Januar Praktikum bei den Gebirgsjägern gemacht. Und für Februar habe ich ihm einen Treppenlauf Everesting gegeben, also die Höhenmeter von Mount Everest in 24 Stunden auf Laufen zu Fuß.
Und er hat mir die Aufgabe gegeben, eine Mallorca-Umrundung zu machen mit dem Fahrrad und dabei noch die 3 höchsten Berge hochzurennen und noch 3,8 Kilometer im Meer zu schwimmen. Und es ist gerade Quallensaison und hat so 12 Grad. Aber so geil. Und da geben wir uns immer einmal monatlich die Challenge. Das ist so das Projekt, die 2 Projekte für dieses Jahr. Und nächstes Jahr habe ich dann wieder was ziemlich Großes vor, was so auch noch nicht gemacht wurde. Aber es ist streng geheim. Ah ja, okay. Ja, sehr cool. Und sag mal, was würdest du sagen aus deinen extremen Erfahrungen her, aus diesem extremen Sport, den du auch betreibst? Was können wir daraus für unser Leben mitnehmen, für Learnings? Also die Parallelen von Erfolg im Extremsport, im Abenteuer und der Businesswelt oder auch dem Leben generell, das ist 1:1 dasselbe, was da funktioniert, von den Grundprinzipien des Erfolgs. Denn ich brauche natürlich den Körper, den kann man aber trainieren. Es ist, je länger und schwerer das Ganze wird, es ist einfach Kopfsache. Und das sind Sachen wie die Haltung, also dieser bedingungslose Optimismus, eine Sprach- und Denkweise, die positiv ist. Genauso auch das Ganze also natürlich ist zu visualisieren, die Meilensteine, aber im Tagesgeschäft in kleine Etappen runterbrechen. Also ich habe zwar diese große Vision, die ist immer positiv, aber im Tagesgeschäft konzentriere ich mich auf das Jetzt. Ich nehme mal ein Beispiel dazu, wenn ich 120 Ironman-Distanzen mache, tut an Tag 5 alles weh. Und ich denke mir dann, hey, hast jetzt 5 geschafft, kannst kaum noch laufen, 115 kommen noch, das ist ziemlich geil, ziemlich motivierend. Aber so denke ich ja nicht, sondern ich denke mir, naja, jetzt schwimmst doch eine Runde, dann gibt es erstmal was Schönes zu essen, da freust du dich doch drauf und dann gehen wir ein bisschen radeln, da gibt es auch noch eine Mittagspause und dann kommt ein kleines Läufchen und da laufe ich auch nicht 42 Kilometer, sondern da laufe ich da zuerst Verpflegungsstation, da gibt es was Gutes und morgen sowieso ein anderer Tag. Also ich breche mir das die ganze Zeit in kleine Etappen runter und das ist im Leben einfach auch unglaublich wichtig, dass man im Tagesgeschäft sich nicht entmutigen lässt, wenn die Ziellinie halt noch sehr, sehr weit weg ist. Und vor allem aber Mut zu haben. Also den Mut zu haben, Träumen zu folgen und an die Startlinie zu kommen. Weil die meisten großen Träume, die scheitern, bevor es eigentlich erst losgeht. Wie wird man mutig? Indem man es macht und indem man Leute um sich herum nimmt, die auch mutig sind, die auch positiv sind. Also das soziale Umfeld ist ja unglaublich wichtig. Wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der die ganze Zeit jammert und sagt, na kannst du nicht, mach mal lieber nicht, geh mal den sicheren Weg, das hat ja eine unglaubliche Auswirkung. Also ich habe Leute um mich herum, die positiv sind und da gehört, dass man mal was nicht schafft dazu, aber die Grundhaltung ist erstmal, ja klar, mach's, wenn du das willst. Und man muss ja auch mal überlegen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann ist es meistens gar nicht so schlimm. Also einfach machen. Und du hast das Thema Umfeld auch angesprochen. Wie hast du dir ein solches Umfeld quasi kreiert, erschaffen und wie gehst du auch oder wie bist du damit umgegangen, wenn vielleicht rausgestellt hat, dass sich Menschen in deinem näheren Umfeld, vielleicht auch Familie, als nicht optimal herausgestellt haben, als vielleicht zu negativ, als vielleicht dich runterziehend? Ja. Also man kann sich natürlich jetzt in einer großen Firma oder in der Familie nicht alle aussuchen. Man kann aber in vielen Situationen sich die Leute aussuchen. Wenn man im Arbeitsleben kann man in einem Einstellungsgespräch einfach sehr, sehr stark darauf achten. Natürlich fachliche Kompetenzen, aber noch viel wichtiger die Haltung dahinter. Also ist es jemand, der positiv ist? Das findet man sehr, sehr schnell heraus. Und mache ich auch wenn ich mein Team für ein Projekt zusammenstelle, das Wichtigste, wo ich darauf achte, ist, das muss jemand sein, der positiv ist, weil das geht nicht, wenn ich vollkommen fertig nach 20 Stunden Sport irgendwo ankomme und dann wird gejammert. Das funktioniert einfach nicht. Und daher das Umfeld so wählen, vorleben. Also das ist ja auch was ansteckt. Optimismus wie auch Pessimismus steckt an. Und wenn ich vorangehe mit Optimismus, mit Positivität, dann hat es eine unglaubliche Wirkung. Und man kann natürlich auch drauf achten, auf seine Sprache.
Und es gibt so ein paar Wörter, die einfach Zweifel ausdrücken. Da kann man einfach aktiv darauf achten, dass man die nicht mehr verwendet. Und dein Team, jetzt zum Beispiel von der letzten Challenge jetzt, 120 Ironman-Distanz in 120 Tagen, wie bist du da aufgestellt? Also in Triathlon um die Welt habe ich komplett alleine gemacht. Da war die 120 Tage ein bisschen anders. Das war ja eine riesen Teamleistung, wäre allein gar nicht gegangen. Ich habe einen Teamchef gehabt, das war mein Vater. Dann eine Vertretung von meinem Vater. Der Martin ist auch mit mir gemeinsam am Verleger von meinen Büchern. Auch ein ganz großer Optimist. Da habe ich natürlich einen Physio und einen Sportmediziner, die mich ärztlich überwacht haben, und hatte noch einen Content-Chef, den Marc, auch einfach unglaublicher Optimist. Und ansonsten immer wieder mein Vater, seine Frau, die Corinne war öfters dabei, und viele, viele Freiwillige, die dann zum Beispiel das Lastenrad mit meiner Verpflegung auf der Laufrunde gefahren sind. Und da haben wir auch darauf geachtet, positive Leute, wer nicht positiv ist, kommt nicht wieder. Also der kriegt halt dann keine Aufgabe mehr. Ist ganz einfach. Und diese monatelange Belastung auf den Körper, das widerspricht ja wahrscheinlich all dem, was bisher so in der Medizin empfohlen wird, zu sagen, wahrscheinlich so viel zu laufen, so viel zu schwimmen, so viel Fahrrad zu fahren jeden Tag. Also wie ist das medizinisch zu erklären? Also da muss ich ein bisschen widersprechen. Es ging durchaus in den Medien letztes Jahr während meinem Projekt, auch in der Sportmedizin in den Medien, die Diskussion umher, ist das Projekt gesund und vor allem geht es überhaupt? Da haben sich auch sehr renommierte Sportmediziner zu Wort gemeldet, die gesagt haben, das geht gar nicht. Die Regenerationszeit reicht nicht aus. Aber dazu muss ich sagen, basierend auf was? Es hat doch keiner gemacht. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Studien oder Werte zu sowas. Ich habe Artikel gelesen, wo dann ein Sportmediziner meint, ja, es geht nicht, weil unter Maximalbelastung reicht die Regenerationszeit nicht aus. Naja, wenn ich unter Maximalbelastung sowas mache, dann mache ich es in 9 Stunden und nicht in 14. Also es ist was komplett anderes. Was ich mache, ist Grundlagen-Ausdauerbereich. Also ich mache meine Langdistanz mit einem Puls von 100. Das sind dann mit Mittagspause und so weiter 14 Stunden Sport jeden Tag für 4 Monate. Das ist eine massive Belastung. Aber die viel größere Belastung für den Körper, wo Verletzungen und so kommen, sind ja ruckartige Bewegungen. Es sind Sprints und so Sachen mache ich ja nicht. Und vor allen Dingen habe ich meinen Körper über viele, viele Jahre angepasst. Also ich habe die letzten 10 Jahre, würde ich jetzt behaupten, mehr Grundlagen-Ausdauersport gemacht als jeder andere Mensch auf der Welt. Und der Körper passt sich an. Das ist das Interessante, der Körper passt sich an. Und ich bin aktuell Versuchskaninchen auch. Ich stelle meine Werte auch für eine Doktorarbeit vom Uniklinikum in Nürnberg zur Verfügung. Also die haben, mein Arzt hat mir regelmäßig Blut abgenommen, hat alle Werte genommen, alles durchgecheckt. Also wir haben da sehr, sehr viele Daten. Und Stand jetzt bin ich komplett frisch und munter, hat mir in keinster Art und Weise geschadet. Und dieses Thema Ernährung, ich habe in deinem Buch auch gelesen, da war so ein Bild abgebildet, was du den ganzen Tag da an Kalorien zu dir nehmen musst. Allein aufgrund von dem, was du verbrennst, ne, entsteht ja eine enorme Masse. Ich glaube, da war der Wert 10.000 Kalorien zusätzlich, was in etwa 20 Burger sind, wenn man das mal in Burger ausdrücken will oder sich mal vorstellen will. Wie geht dieser Punkt überhaupt genug jeden Tag einzunehmen? Also das war natürlich auch ein Esswettbewerb. Es sind tatsächlich 10.000 Kalorien am Tag, was ich gebraucht habe. Und das geht natürlich nicht mit Burgern, sondern mit einem ganz ausgeklügelten Ernährungsplan, wo ich mich dann einfach mal Ernährungsberater und einen Arzt beraten lassen habe. Und ganz, ganz wichtig, ich habe auch meinen Magen trainiert. Also ich habe alles getestet, was ich esse. Da war nichts dabei, was ich nicht vorher monatelang gegessen habe und trainiert habe, weil auch der Magen passt sich an. Und mehr essen muss man auch trainieren. Und ich habe dann für 4 Monate alle 20 Minuten gegessen.
Und also nach Uhrzeit, die Uhrzeit sagt mir, okay, jetzt ist Zeit für ein Gel und dann esse ich ein Gel. Und das war dann so, ja, man isst dann natürlich irgendwann nicht mehr, weil man jetzt Hunger hat oder Lust, sondern weil halt die Uhr anzeigt, es ist mal wieder Zeit. Und bin dann so auf so 100 bis 110 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde gekommen. Das ist auch so ziemlich das Maximum, was der Körper aufnehmen kann, ohne jetzt Magenprobleme zu bekommen. Also man kann sich das so vorstellen, unter der Belastung, gerade beim Laufen, wo der Magen auch in Bewegung ist, wenn man übertreibt und zu viel nimmt, kriegt man Magenprobleme. Das kannst du dir so vorstellen wie ein Benzintank von einem Auto und du willst, dass er immer randvoll ist, immer so bei 98%, aber auf gar keinen Fall überläuft. Und das geht natürlich nur, indem du ganz genau weißt, auf den Milliliter genau, was reinpasst. Und genauso ist es auch mit dem Magen. Und wir sind auch kreativ geworden. Ich habe natürlich irgendwann auch, sagen wir mal, keine Gels. Ich war immer froh, ich habe was anderes bekommen. Und habe mir dann mit einem Ausrüster von mir gemeinsam ein Pasta-Pack gebaut. Das war so ein mobiler Aufsatz, da konnte ich beim Fahrradfahren essen, Pasta. Und da gab es dann den Solarer Berg, das geht so 1,5 Kilometer leicht bergauf auf dem Fahrradweg, also da kommen noch keine Autos und so. Mein Vater stand dann immer unten mit so einer Pasta-Box, die habe ich beim Fahren angenommen, habe sie dann mit so einem Klicksystem auf meinem Zeitverlenker eingeklickt und konnte dann beim Fahren kurz essen. Mein Vater ist schnell hochgefahren und hat oben wieder gewartet. Ich habe es ausgeklickt, habe es ihm wieder gegeben. Also ich konnte ohne Absteigen einen Teller Pasta verspeisen. Das ist wie so ein super effizienter Formel-1-Boxenstopp. Und das waren so die Sachen, man muss da kreativ sein und Disziplin beim Essen, also einfach knallharte Disziplin. Du bist ja total viel auch on Tour. Hast du noch ein eigenes Zuhause, weil du so viel weg bist, oder gibt es das schon gar nicht mehr? Ich habe jetzt kein eigenes Zuhause im klassischen Sinne. Ich bin so viel auf Reisen, auf Projekten. Ich halte sehr viele Vorträge und so weiter. Das macht jetzt keinen Sinn, da eine große Wohnung zu haben. Ich habe natürlich eine Homebase bei meinem Vater zu Hause, wo ich auch öfters bin. Aber jetzt so wie die meisten Leute sich vorstellen, ein Zuhause, wo man jede Woche hingeht, das habe ich nicht. Und du hast es einstiegs so ein Stück weit betont, dass du sozusagen von nichts wegrennst, ja? Deine verschiedensten Abenteuer sind nicht eine Flucht von irgendwas, sondern sind halt deine Leidenschaft. Wieso diese Betonung? Weil es unglaublich wichtig ist. Gerade auch im Extremsport gibt es viele, viele Leute, die halt dann auch eine Sucht mit einer anderen Sucht tauschen. Und das war bei mir nie so. Es ist immer meine große Leidenschaft gewesen. Ich mache genau das, was ich machen möchte im Leben. Es kommt von innen und ich sehe das als ganz, ganz großes Privileg, sowas zu tun. Und das kann ich auch nur jedem raten, der Leidenschaft zu folgen. Also sich mal zu überlegen, erstmal man muss natürlich wissen, was möchte man wirklich im Leben und dann nicht zu zögern, es zu tun, weil zum einen das Leben ist viel zu kurz, um was anderes zu machen. Und zum anderen, wenn man einem großen Ziel mit Leidenschaft über viele Jahre folgt, dann wird man automatisch sehr, sehr gut darin. Denn dann gehst du die extra Meile und das nachhaltig ohne Burnout oder irgendwas. Über Jahre hinweg High Performance, Disziplin, gut darin werden, das funktioniert nur, wenn man dafür brennt, wenn man das gerne macht. Und alles andere, das kommt dann ja auch. Also Leidenschaft steckt an, das heißt, andere Menschen interessiert das auch. Und auch im Business und so weiter, man wird einfach gut da drin, wenn man das Richtige macht. Mhm. Heutzutage stehst du mit einem großen Selbstbewusstsein, mit breiten Beinen sozusagen da, ja, und bist gefestigt in dem, was du tust, wer du bist, da. Es gibt aber ja häufig im Leben auch Phasen, gerade wenn man vielleicht neu diesen Schritt geht, vielleicht auch mit einer gewissen Unsicherheit diesen Schritt geht, dass auch von außen viel kommt, rangetragen wird, ja, was die Gesellschaft, zum Beispiel die Gesellschaft, könnte ich mir vorstellen, wird dir so sagen, naja, aber willst du nicht auch irgendwann mal eine Frau, ein Kind haben? Willst du nicht auch mal sesshaft werden? Willst du nicht auch mal in einem schönen Haus leben und mal zur Ruhe kommen? Wie gehst du damit um? Ja, das ist mir vollkommen egal.
Das habe ich sehr, sehr früh gelernt. Und da möchte ich eine kleine Anekdote aus meinem Studium erzählen. Ich habe ja International Business studiert, erst in Schweden, dann Brasilien, Singapur, Indien und Dänemark. Also ich bin da sehr viel rumgekommen, immer mit Auslandssemestern. Und ich habe auch ein Auslandssemester in Singapur gemacht. Und Singapur, ich habe mir das so wie das halt große Abenteuer erwartet und am Ende ist es einfach nur eine große, hochmoderne Stadt. Unglaublich teuer und keinerlei Natur. Und das war in keinster Art und Weise das, was ich wollte. Und ich war, glaube ich, gerade 2 Tage in Singapur und dann habe ich schon entschieden, nee, da findet man eine bessere Lösung. Ich kann als Austauschstudent bei den Wahl von den Fächern das so wählen, dass ich halt nur irgendwie einmal die Woche für einen Tag nach Singapur muss. Und auch nicht jede Woche. Und bin dann nach Tioman Island gezogen. Das ist so eine paradiesische Insel am kleiner Strand in Malaysia. Wunderschön. Habe dann der Hängematte studiert und bin halt zu den Prüfungen und mal zu einer Vorlesung zurückgependelt. Und das war ein Riesenerfolg, weil ich war am Ende der beste Austauschstudent. Habe jede Menge Geld gespart, weil Lebenshaltungskosten halt ein Zehntel sind. Und habe eine saugeile Zeit gehabt. Also es war ganz egal, von welcher Perspektive man drauf schaut, es war ein voller Erfolg. Und das Interessante ist, ich habe vorher mehrere Mitstudenten versucht zu rekrutieren. Komm, Lerngruppe im Paradies. Und alle haben nur gemeint, ja, es geht nicht, bist du verrückt, hat noch keiner so gemacht, wie soll denn das funktionieren? Aber das ist ja kein Argument, das hat noch keiner gemacht. Das ist ja kein rationales Argument, warum das nicht geht. Es ist einfach nur, es war ein bisschen über die Vorstellung heraus, es hat noch keiner gemacht und sie sind den sicheren Weg gegangen. Und was ich damit sagen will, das hat bei mir ganz, ganz viel verändert, weil von da an, da habe ich es so richtig, so klar aufgezeigt bekommen, dass die meisten Menschen dazu tendieren, den eher einen sicheren Weg zu gehen und das, was sie kennen. Das heißt aber nicht, dass das Beste ist. Und wenn mir jemand was sagt, das geht nicht oder das ist eine dumme Idee, das tue ich erstmal, das lasse ich gar nicht an mich ran, sondern ich hinterfrage, ist es wirklich so? Gibt es da wirklich ein Argument dafür? Und da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt ein Projekt habe wie 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen, ja, dann gibt es ganz viele Sportmediziner, die noch nie selber eine Langdistanz gemacht haben, die dazu eine Meinung haben. Es gibt Triathleten, die eine Langdistanz gemacht haben, die dazu eine Meinung haben. Das ist für mich absolut irrelevant. Es gibt genau 2 Leute in der Welt, die dazu eine Meinung haben, die, sag ich mal, wirklich qualifiziert ist. Und das sind meine beiden Vorgänger bei dem Weltrekord, die auch mal 100 gemacht haben. Aber drunter, das ist ja was anderes. Das ist ja was vollkommen anderes. Das ist ja vielleicht auch nochmal spannend, von wem holst du dir überhaupt Ratschläge ein? Vor allen Dingen von meinem Vater. Mein Vater macht auch mein Management und ist mein Teamchef bei vielen Projekten, ist unglaublich nah dran und ist eben auch Optimist, war Vertriebsleiter und Geschäftsführer in einer größeren Firma und dann hat er irgendwann mein Management übernommen. Und ja, wir besprechen alle unsere Projekte, alle Ideen ausführlich zusammen und haben eben diese Grundhaltung, erstmal ist es machbar. Und dann wird es gechallenged. Und natürlich hole ich mir da noch Erfahrungen von den Experten in ihrem Gebiet. Aber bei dem, was ich mache, da gibt es ganz, ganz wenig Experten weltweit. Das heißt, grundsätzlich empfiehlst du eben auch nur Ratschläge von Menschen anzunehmen, die im Grunde auch da sind, wo du mal hin willst, beziehungsweise auch im Ansatz mal da gewesen sind, wo ich mal hin will, weil wo du warst, da war ja noch keiner sozusagen bei deinen Challenges. Absolut. Ich nehme mal ein Reisebeispiel, da muss ich gerade dran denken. Wo ich meinen Triathlon um die Welt gemacht habe, bin ich ja auch ich bin durch Russland geradelt, ich bin durch die Türkei geradelt, durch Mexiko gerannt und so weiter. Und selbst Mexikaner oder Türken oder Russen, die aus dem Land kommen, haben mir teilweise gesagt, ja, das ist super gefährlich, kannst du auf keinen Fall machen. Aber es stimmt überhaupt nicht, in keinster Art und Weise, weil ich einfach eine andere Art des Reisens habe. Das ist, wenn jemand aus Istanbul kommt, dann hat er null Ahnung, wie es ist, mit dem Fahrrad durch Anatolien zu radeln. Null. Es ist was komplett anderes.
Da kannst du jemanden fragen, der selber mal im Fahrrad da durchgefahren ist. Aber niemand anderes, weil einfach und auch da brauchst du einfach den Kontext. Jeder Radfahrer weltweit wird sagen, ja, Radfahren ist bei uns gefährlich wegen Autoverkehr. Ist es auch, aber das muss man ja in Relation setzen. Also wenn jemand mal in 30 Ländern war, dann kann er sagen, okay, in dem Land ist es ein bisschen gefährlicher, aber man muss es einfach in Relation setzen. Wie gehst du mit Gefahren generell um? Ich habe natürlich auch Angst. Das ist auch gut so. Sonst würde ich als Extremsportler nicht lange leben, denn es schützt mich auch vor dummen Entscheidungen. Angst lähmt mich aber nicht. Also ich treffe Entscheidungen und ich bin auch noch nie in meinem Leben in Panik geraten. Also ich funktioniere auch in kritischen Situationen zu 100%. Mit Gefahren, ich mache vorher natürlich eine Analyse, bespreche das auch mit meinem Team, wie schaut es aus, und dann treffe ich eine Entscheidung, mache ich das oder mache ich das nicht. Und es gibt auch Dinge definitiv, die ich nicht mache. Ich nehme mal ein Beispiel, wo ich durch die Adria geschwommen bin. Das habe ich ja ohne Begleitboot gemacht. 456 Kilometer weit habe ich so ein Floß hinter mir hergezogen. Und da hatte ich auch eine Strecke, ich habe einmal meine Route geändert, weil da war 15 km/h Strömung zwischen zwei Inseln. Dann kann man sagen, okay, man kann das jetzt irgendwie berechnen. Ich schwimme ein bisschen weiter oben los und 15 km/h berechnen, dann komme ich irgendwo an der Stelle vielleicht raus. Naja, wenn ich mich jetzt da verkalkuliere, dann ende ich in Italien. Also es ist dann so, dann denkst du dann, okay, nee, das ist viel zu gefährlich und vor allen Dingen, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Und andere Dinge, wenn ich jetzt eine große Querung habe, 8 Kilometer offenes Meer, dann schaue ich natürlich vorher Fahrpläne an von Schiffen und so weiter, einfach, dass die mir nicht in den Weg kommen oder ich ihnen in den Weg komme. Spreche mit meinem Vater und habe dann einfach einen Risikoplan dahinter. Also ich trage dann zum Beispiel einen Live-Tracker. Mein Vater weiß, dass ich jetzt losschwimme. Der weiß auch, wann ich drüben sein sollte. Und wenn ich mich nicht melde bei ihm in der abgesprochenen Zeit, dann ruft er die Küstenwache. Das ist so, wo man dann so einen Plan dahinter hat. Der Podcast heißt ja, Erfolg ist kein Zufall. Vielleicht dazu 2 Fragen. Die erste mal, was bedeutet überhaupt für dich Erfolg? Erfolg ist für mich, dass ich mein Leben selbstbestimmt und so, wie ich das möchte, leben kann. Also Erfolg ist für mich, ja, es sind nicht die Weltrekorde am Ende. Die Weltrekorde sind ein Bonus, sondern für mich der größte Erfolg ist, dass ich meiner Leidenschaft folgen kann und das jeder Tag ist schön in dem, was ich mache. Und damit begeistere ich auch noch Menschen, bringe Menschen dazu, selber mehr Sport zu machen. Das ist für mich Erfolg. Also Erfolg ist am Ende nicht der Kontostand oder die Anzahl an Rekorden, sondern am Ende ist ja das Ziel immer der Weg dahin. Und jeder Tag auf so einem Projekt, bei so einem Projekt, da wache ich morgens auf, um die beste Version von mir zu sein. Und so eine Aufgabe im Leben zu haben, das ist für mich der Erfolg. Ist dein Erfolg Zufall? In keinster Art und Weise. Also ich habe natürlich viel Glück gehabt, aber auch Glück findet den Tüchtigen. Also auch seinem Glück muss man auf die Sprünge helfen. Wenn man nur auf dem Sofa sitzt und wartet, bis Glück kommt, kann man lange warten. Ich arbeite unglaublich hart für das, was ich mache. Zum einen der Mut, alles, was ich gemacht habe, auf so ein Projekt. Ich habe 50 Stunden die Woche trainiert. Das sind so 22 bis 25 Trainingseinheiten pro Woche, plus nebenbei noch Vorträge und so weiter. Also ich trainiere auch viel, viel mehr als jeder andere. Plane penibel, mache bei meinen Projekten, ich finde immer irgendwie einen Weg, wie es weitergeht. Das ist in keinster Art und Weise Zufall. Natürlich habe ich viel, viel Glück gehabt, außer Frage. Und bei all meinen Projekten habe ich Glück gehabt. Sei es, dass ich nie eine Verletzung hatte, dass ich nie einen Unfall hatte und aber auch die Leute, die man trifft und so weiter. Das ist ja im Business manchmal eine Person, die eine Tür öffnet und so weiter. Aber ich habe die Rahmenbedingungen geschaffen. Und was würdest du als die wichtigsten Erfolgsfaktoren in deinem Leben bezeichnen? Mut. Also den Mut, auch mal was zu wagen, Projekte anzugehen, nicht zu zögern. Leidenschaft. Das ist die Basis, dass ich sowas durchziehe. Und darauf baut ja auch alles auf.
da klar, Disziplin. Disziplin fällt mir ein bisschen einfacher, wenn ich leidenschaftlich bin, aber Disziplin ist auch unglaublich wichtig. Wenn ich eine Aufgabe habe, dann mache ich das. Wenn ich jetzt aufwache und mir alles wehtut, dann zögere ich nicht, sondern ich mache jetzt mit Disziplin meine Langdistanz. Und die richtigen Leute um mich herum, auch ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und Einzigartigkeit. Das ist, wenn man auch von der Vermarktungsperspektive dran denkt, wie ich das, sag ich mal, den Erfolg und also auch diesen medialen Erfolg und alles, wo ja auch dann viel hinten dran hängt, geschafft habe, ist Einzigartigkeit. Projekte machen, die kein anderer gemacht hat. Du bist ja durch enorm viele Länder inzwischen schon gereist. Ich habe ein persönliches Lieblingswort, das muss ich sicherlich kurz erklären. Es lautet Erinnerungsdividende. Und mir gefällt dieses Wort so schön, weil es beschreibt quasi, wenn du so einen Moment hast, an den du dich sehr gerne zurückerinnerst, eine besondere Erfahrung und du musst grinsen, weil du es einfach so cool findest, ja. Und das löst wie so eine Glücksausschüttung in dir aus, so ähnlich wie bei einer Aktie die Dividende dann, ja. Was sind so Momente, die in deinem Leben besondere Erinnerungsdividenden auslösen? Welche Orte auf dieser Welt? Was kannst du da teilen? Ganz, ganz viele. Das ist ja das Schöne an dem, was ich mache. Ich erlebe auf einer Woche auf so einem extremen Projekt mehr als in einem Jahr zu Hause. Und davon zehre ich. Da ist ein ganz tolles Wort. Und das sind so Sachen, ich bin mal in Alpen in den Anden, einen Pass hochgefahren, 5000 Meter Höhe. Und ich bin morgens um 2 bei minus 17, minus 18 Grad in kurzer Hose auf 4000 Meter gestartet. Also es war echt heftig, da hochzufahren. Und man merkt natürlich auch noch die Höhenluft. Also so ab 4.500 Meter wird es dann echt zäh. Und ich bin bei Sonnenaufgang auf 5000 Meter oben auf dem Pass angekommen. In dem Moment, wo die Sonne rausgekommen ist, wurde es auch schlagartig warm. Ich bin ganz alleine auf so einem ganz einsamen Gravelpass, 5000 Meter in den Anden, umgeben von schneebedeckten 6000ern mit Kondor, der rumfliegt und Alpakas, sonst ist da nichts. Also es ist so ein Naturerlebnis. Dieser Moment war perfekt. Und ja, und den habe ich so präsent, das bleibt. Genauso, wo ich durch Mexiko gerannt bin und dann ein bisschen Straßenhündin gefolgt und die ist mir 130 Kilometer hinterher gerannt und das wurde eine nationale News-Story und plötzlich war ich als deutscher Forrest Gump in Mexiko eine nationale Berühmtheit und dann sind Tausende von Leuten mitgelaufen und die Herzlichkeit davon, wo ich eingeladen wurde überall und all die verrückten Dinge, die passiert sind, das sind Erinnerungen, die nimmt mir keiner. Mhm. Und inzwischen bist du ja ein richtiger Unternehmer, sicherlich auch mit einem Team, beschäftigst Menschen, also da hängt ja richtig was dran an dir auch. Was ist auf dieser Reise, also der Reise als Unternehmer, was sind da so deine wichtigsten Learnings? Dieses Thema Einzigartigkeit habe ich einmal mitgenommen. Was noch? Einzigartigkeit und Authentizität. Das ist ja am Ende, ich lebe ja von meiner Personal Brand. Leute buchen mich für einen Vortrag oder kaufen mein Buch, weil sie die Geschichte interessiert, weil sie die Geschichte glauben und weil sie auch mich als Person mögen. Also Authentizität, sich treu zu bleiben und Einzigartigkeit sind zwei Dinge, die unglaublich wichtig sind. Und die richtigen Leute um sich haben. Ich bin auch immer sehr, sehr gut darin gefahren, Win-Win-Situationen zu schaffen. Also den Kuchen für alle größer zu machen. Das heißt, ich habe auch mit Sponsoren, mit Medien und so weiter, da sind ja auch mit mir in der Karriere andere Leute groß geworden und Brands, die dann mitgewachsen sind. Und weil man einfach ein Win-Win schafft. Und das ist unglaublich wichtig im Business. Jonas, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast hier warst im Podcast Erfolg ist kein Zufall. Waren richtig wertvolle Dinge mit, die, glaube ich, jeder mitnehmen kann. Ja, also mich hat es wieder krass auch motiviert. Wo kann man dir am besten folgen? Wo kann man mehr von dir, also dein Buch, ich habe es ja gerade gelesen,
schöne Empfehlung. Ich glaube, wenn man das einfach liest, dann schafft man selbst viel, viel mehr. Ja, dann setzt man sich selbst größere Ziele und da geht einfach so eine geile Energie auch rüber. Aber ja, wo kriegt man mehr von dir? Ja, natürlich zum einen im Buch und dann auf Social Media bin ich natürlich auf Instagram, LinkedIn, YouTube, insbesondere die 3 Kanäle aktiv. Es gibt eine Netflix-Doku und ab nächste Woche auch noch einen Kinofilm, und der jetzt in den Kinos läuft. Und ansonsten halte ich sehr viele Vorträge. Die meisten sind bei Unternehmen geschlossene Gesellschaft, also, aber ich habe auch ab und an mal in den meisten größeren Städten einen öffentlichen Vortrag, kann man auch vorbeikommen. Und dann kann man natürlich auch einfach mitmachen. Gerade bei meinen Community-Events, wie jetzt der monatlichen Langdistanz, wo die meisten auch schon in Deutschland, Schweiz, Österreich sein werden, einfach da sein und mitmachen. Mega. Ich sag besten Dank und an euch wie immer die Bitte, den Podcast hier zu bewerten. Das ist ein mega wichtiges Nutzersignal. Die Folge hier auch zu teilen, wenn ihr jemand anders anstecken wollt mit dieser Energie von Jonas Deichmann. Den Podcast auch zu kommentieren. Bei Spotify ist das möglich. Dauert 2 Sekunden, ist für mich ein schöner Lohn für die Arbeit hier in dem Podcast. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao, Jonas. Ciao.